Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold steigt auf mindestens 1900 $ im Dezember bis Januar. Disclaimer. Gold steigt mindestens auf 1900 $ im Dezember bis Januar. Gold konsolidiert aktuell etwas, bevor der nächste Preisschub auf über 1900 $ kommt, was vermutlich Ende Dezember, Anfang Januar geschieht. Im Q1 2023 dürfte dann Gold 2000 $ nachhaltig erreichen. Kaum jemand wird diese Aufwärtsbewegung wahrnehmen, sodass die Goldaktien eher versteckt weiter steigen. Dann dürften bald viele Top-Penny-Gold-Aktien in Richtung 1 $ steigen. Ja, so wird es vermutlich kommen. Ich meine, der Anstieg auf Gold 1900 bis Dezember bis Januar wird keinen vom Ofen hervorlocken. Äh, Das sind irgendwo 10%. Nur die meisten wissen eben nicht, dass dieser Hebel der Goldaktien dann ganz besonders wirkt, weil das genau die Phase ist, die jetzt, sage ich mal, viele Goldaktienprojekte von der Nichtexistenz im Grunde genommen aus dem totalen Siechtum rausholt und einmal wieder attraktiv macht. Denn wenn Gold dann früher oder später wieder Richtung 2000 geht, dann werden eben auch 3000 oder 5000 langfristig hochgehalten. Und das bringt dann viel spekulatives Kapital in diesen Markt und dann eben gerade in diese Penny-Gold-Aktien. Aber die dürften, bevor die Masse das Kapital einsteigt, jetzt vom Penny-Stock-Bereich in Richtung 1 $ steigen. Und dann diese zweite Welle des großen Geldes, das dann reinfließt, dürfte die dann in den 3, 5, vielleicht sogar 10 $ Bereich treiben. Und das ist natürlich das Gebiet, wo es abstoßen. Aber erst einmal haben wir 1900 $ im Visier, später dann die Etablierung über 2000 $. All das ist sehr, sehr positiv für Goldaktien, weil die einfach überproportional unterbewertet ist. Und die Musik steht bei Goldaktien und nicht so sehr bei Gold und Silber im Augenblick. Ja, Projektgenerator Tollminer, Operationsgebiet Peru, 8,5 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Das Unternehmen besitzt eine 80-prozentige Beteiligung an einer Aguila Norte Prozessplant, die strategisch günstig direkt an der Pan American Highway in der Nähe der zweitgrößten Stadt Perus, Trujillo, liegt, im Norden Perus liegt. Im Norden Perus wird in großen Umfang Bergbau in kleinem Maßstab betrieben, aber es gibt nur sehr wenige unabhängige Verarbeitungsanlagen. Die Mineralisierungsaufbereitungsanlage Aguila Norte hat eine Kapazität von 100 Tonnen pro Tag. Also das Gold, Silber, Kupfer, Grundstück Palto Dorada befindet sich im Bergbaudepartement Ancash im Norden Perus und umfasst eine Fläche von etwa 1200 Hektar. Das Grundstück ist von der Aufbereitungsanlage Aguila Norte über eine ca. 180 Kilometer lange, überwiegend asphaltierte Straße erreichbar. Die Proben reichen von ca. 3,06 Gramm pro Tonne Gold bis 24 Gramm pro Tonne Gold, 36% Silber bis 865 Gramm pro Tonne Silber, 0,22% Kupfer bis 4,94% Kupfer auf einer durchschnittlichen Breite von 0,6 Meter. Sehen wir uns nochmal den Aktienkurs an. Das ist eine Aktie, die ist mit einmal im Jahr 2020 stark ausgebrochen und die ist im Zuge der Konsolidierung jetzt auch dann wieder eingebrochen. In der Spitze war die auf 21,5 Cent und ist mittlerweile auf 0,085% gebrochen. Ist aber immer noch ein ganz wesentlich deutliches Hoch als während des Corona-Tiefs im Jahr 2020 und den anderen Tiefs. Also ich denke mal, sobald die Gold- und Silbermärkte sich wieder wenden, dürfte diese Aktie dann weiter performen und das alte Hoch wieder einholen und hat eine Chance, in den 1 $-Bereich oder Mehr-Dollar-Bereich dann dementsprechend zu gehen, wie anfangs erwähnt. Wichtig zu wissen ist, die haben eben reale Assets. Die haben eben ähm, also diese Verarbeitungsanlage, die das Erz verarbeiten kann und andere Unternehmen, und das bedeutet Tollminer, liefern ihr Erz dann hierzu, die das verarbeitet und dann kriegen sie eben
einen gewissen Prozentsatz unter Umständen der Ausbeute oder Cash oder wie auch immer. Dadurch haben sie eigentlich auch immer Cashflow, um ihre anderen Projekte weiter voranzutreiben. Da haben sie vier, die anderen zeige ich Ihnen gleich auf der anderen Seite. Und es ist auch denkbar, dass sie dann sich da weiter einkaufen und günstige Gebiete einkaufen. Also im Grunde genommen, das ist das Attraktive und das könnte dann langfristig für eine höhere Bewertung sprechen. Bei dieser Marktkapitalisierung von 8,5 Millionen, Peru ist natürlich hohes Risiko, ist natürlich keine Kaufempfehlung, aber trotzdem meines Erachtens ein grundsätzlich interessantes Unternehmen, das man sich mal anschauen sollte. Ja, das sind die anderen Grundstücke. Also dann haben Sie noch das Grundstück Minas, Marina Norte, 368 Hektar, befindet sich im Süden Peru in einem historischen Bergbaugebiet. Und das ist auch ein ehemaliges Gold, Silber, Zink, Blei. Dann haben Sie ja 5 goldhaltige polymetechnische Strukturen wurden entdeckt. Und hier unten die Bohrergebnisse in der Zona Castorindo. Die haben sie 3,5 bis 40 Gramm pro Tonne Gold und eben auch 162 bis 1128 pro Tonne Silber. Hochgradiges Zink und Blei mit 4,3% und 9,7%. Also alles hochgradige Werte, einfach interessant meines Erachtens. Dann haben sie noch das 470 Hektar große Grundstück Indigo Inca, das sich zum 100% Besitz befindet. Das liegt etwa 224 Kilometer über einen größtenteils asphaltierte Straße von der Verarbeitungsanlage Aguila Norte entfernt. Das Grundstück befindet sich etwa 5 Kilometer nordöstlich des Goldprojekts Victoria von Eloro Resources im Norden von Ancash. Das Hauptvorkommen besteht aus hochgradigem Gold. Die mineralisierte Struktur ist 1 bis 2 Meter breit. Ergebnisse sind 1,48 bis 13 Gramm pro Tonne Gold. Und dann noch haben sie das Minas Vizca Projekt. 100 Hektar erstreckt sich über alte Minenanlagen aus den spätiger 60er und frühen 70er Jahren. Ist hauptsächlich Silber, Blei, Zink mit geringen Goldanteilen, durchschnittlich ähm, 2,59% Kupfer und 3,7% Zink, beziehungsweise 11,78% Unzen Silber pro Tonne. Dann haben Sie noch das Minas Janaico-Projekt. Das befindet sich auch im Department Ancash in der Nähe der kleinen Stadt Pueblo Libre. Das Grundstück ist über etwa 292 Kilometer überwiegend asphaltierten Straßen von der Anlage Aguila Norte aus zugänglich und umfasst eine epithermale Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung. Wie gesagt, eigene Verarbeitung. Sie haben Cashflow, dass Sie das Metall verarbeiten, auch für andere Mühlen. Sie haben da ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Sie entwickeln 4 Grundstücke. Möglicherweise kaufen Sie teilweise weiter zu, können das Metall selber verarbeiten, könnte, wenn es zu einem Gold- und Silberboom, wie der Schadi auch schon angedeutet haben, sich dann um ein interessantes Investment halten. Wie gesagt, ist nochmal, ich betone es mal, Risiko, hohes Risiko, auch in Peru, es kann durchaus kritisch angesehen werden, aber es denke ich mal ein ganz interessantes Unternehmen, aber dementsprechend auch keine Kaufempfehlung. So. Ja, was motiviert uns? Es ist der Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Da sind eben Goldaktien von 5 oder 10 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Es war gar nicht so selten, dass man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion Dollar machen könnte. Und wir hoffen natürlich von dieser absolut tiefen Bewertung von Gold- und Silberaktien aktuell. Das heißt, dass es irgendwas in der Richtung Ähnliches ist. Wir sind sicherlich auch nicht diese gleichen Zahlen, aber who knows? Insgesamt sind die Gold- und Silberaktien im Vergleich zu den 70er Jahren, auch zu deren Tiefpunkten damals, wesentlich günstiger bewertet, was kaum jemand weiß. Wir haben einen epochalen niedrigen Rohstoffmarkt, der allerdings jetzt seinen Boden ausgebildet hat. Und wenn dieser Rohstoffmarkt wirklich fundamental wieder in die andere Richtung geht, dann sind vielleicht solche Gewinne theoretisch denkbar. Also was kann man tun? Ja, man kauft eben Penny Stocks mit interessanten Projekten, großen Ressourcen, guten Superlativen, guten Explorationsgebieten, hochgradigem Metall, gutem Management und das könnte dann der Markt in einem Goldboom dann dementsprechend auch bewerten. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderatem, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen.
ja, wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, also was kauft man, wenn der Boom vorbei ist. Bei Interesse kann ich Ihnen auch einen Portfoliovorschlag erstellen mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles weiter unten im YouTube-Link verbunden. Einlagen von Gold und Silber in Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das erwähne ich nur deshalb, weil es meines Erachtens ein interessantes Werkzeug ist, um an physisches Gold und Silber zu kommen ist, wo es vielleicht bei den lokalen Edelmetallen zunehmend schwierig ist. Also das heißt, da wird ein Zollfreilager in der Schweiz eingeleitet. Sie überweisen einfach, es wird gut geschrieben. Sie können sich aber das Metall eben auch auslagern. Und das Management hat gesagt, dass sie zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Sie sehen auch hier die Bewertung von Kunden oder was Sie hier schreiben, dass es eben ganz, ganz wenig nur über den aktuellen Spotpreis liegt und da kein Schindluder getrieben wird mit überteuerten Preisen. Also zumindest ist es eine interessante Firma, die man sich ansehen sollte, dass man eine Alternative haben, wenn gerade vielleicht bei den normalen Edelmetallhändlern das Gold und Silber nicht so leicht zu bekommen ist oder mit Abstrichen oder nur Teile davon oder mit Schwierigkeiten, wie auch immer. Ja, Preisvergleich natürlich, bevor überhaupt physisches Gold zu kaufen ist, einfach erstmal auf gold.de gehen, einfach Vergleichsportal gucken, die sich die günstigen Händler raussuchen. Ja, nützliche Informationen, da ist nochmal aufgestellt, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten, welchem Broker in der Schweiz, wo Edelmetalle in der Schweiz, in Liechtenstein einlagern, Langfristchart von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex GDXJ, GDX, Goldaktien-Gold-Ratio, Buch über Goldaktienbewertung, wo kauft man am günstigsten Edelmetalle an sich, Diskussionsforum wie COCA, dann Informationsguten Chartisten oder Videos. Ja, wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, können Sie mich einfach kontaktieren, schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie sich an. Sobald ich Zeit habe, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt so gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos immer sofort informiert werden oder auch einfach das Like betätigen. Das würde dem Algorithmus helfen und mehreren Leuten diese Informationen zugänglich machen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.